Willi, schön dich zu sehen, schön, dass wir hier sitzen dürfen. Es gibt eine schöne Message zu verkünden. Du hast verlängert, oder? Wie lange bleibst du bei uns erhalten? Ja, genau. Wir hatten gute Gespräche, der Verein und ich. Und ich hatte bis hier eine erfolgreiche Zeit in Leipzig, bin jetzt fast 8 Jahre hier. Wir haben Titel gewonnen und ja, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich habe jetzt noch mal für 2 weitere Jahre unterschrieben und freue mich natürlich. Du sagst es, du bist seit 2015 bei uns im Club. Das ist jetzt auch nicht der typische Weg in der heutigen Zeit, kann man durchaus so sagen. Warum ist es bei dir anders? Warum bleibst du so lange uns erhalten und warum dürfen wir uns noch in der Zukunft auf gemeinsame Zeit mit dir freuen? Ja, wobei, wenn ich so in den Kader schaue, gibt es schon viele Spieler, die sehr lange dabei sind. Ich glaube, Justi schon 2013 zu RB gekommen. Ja, Kevko ist lange dabei, Lukas Klostermann. Und für mich ist es so, dass es einfach passt. Wir haben uns relativ zeitgleich immer gut weiterentwickelt. Ich persönlich, auch der Club hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wie angesprochen, wir haben Titel gewonnen, wir haben zusammen Geschichte geschrieben und ich freue mich eben auf den weiteren Weg. Und ich glaube, wir können noch mehr zusammen erreichen, noch Größeres erreichen. Was ist es dann vielleicht so, was den Club vielleicht auch so besonders macht, wie du sagst? Ne? Es ist ja jetzt sind ja einige Spieler, die diesen Weg schon sehr lange mitgehen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist vielleicht einfach anders bei RB Leipzig? Ich sehe das schon so, dass es eigentlich einzigartig ist. Hier kannst du was kreieren, was noch nie zuvor gewesen ist, hier in Leipzig, muss man sagen. Wir haben eine fantastische Infrastruktur, wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben einen tollen Trainer. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, jeden Tag herzukommen und einfach Gas zu geben, an Dingen zu arbeiten, sich zu verbessern und ja, auch Titel zu gewinnen. Am Ende geht es darum, erfolgreich zu sein, das ist ganz klar. Und natürlich haben wir auch mal den Traum, dann eventuell mal eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Deswegen bin ich hier und ich glaube daran, dass wir das schaffen können. Und auch aus dem Grund habe ich unterschrieben. Du bist als 22-jähriger Jungspund nach Leipzig gekommen. Wenn du das mal so zurückblickend bewerten würdest, wie war Willi Orban damals und wie ist er jetzt? Wie hast du dich verändert in den vielen Jahren? Boah, schwer selbst zu beantworten, aber ich glaube, ich war damals noch fast ein Kind mit 22. Du hast es angesprochen. Ich habe mich sehr gut entwickelt, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit neben dem Platz. Habe große Schritte gemacht und ja, bis dato war das eine sehr gute Erfolgsgeschichte. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf die Entwicklung eingehen. Ich glaube, gerade in den letzten Jahren haben wir wirklich ja noch mal gesehen, wie du sagst, zum einen die Führungsrolle, die du einfach mehr und mehr wahrgenommen hast, aber auch ja einfach sportlich immer Saison nach Saison einen Schritt, ja, eine Schippe immer noch oben drauf, oder? Ja, ich glaube, es hat angefangen mit dem Zweitligajahr. Ich kam ja in der zweiten Liga, in dem Aufstiegssaison. Und ja, da hatten wir auch schon Widerstände zu durchsprechen. Wir hatten eine intensive Saison, eine schwere Saison. Haben das dann auch gekrönt, die harte Arbeit mit dem Aufstieg. Und dann sind wir ja eigentlich direkt durchgestartet in der Bundesliga. Wir sind auf Platz 2 gelandet am Ende der Saison, haben dann uns qualifiziert für die Champions League, haben die ersten Erfahrungen gesammelt international, was unheimlich bereichernd war, aber auch ja, lehrreich, weil wir Lehrgeld zahlen mussten in vielen Bereichen. Und so hat sich der Verein, aber so habe auch ich mich weiterentwickeln können. Und ja, dann die ersten Titel im Pokal. Das waren natürlich große Momente für mich persönlich, auch für den Club, für die Stadt. Und dafür arbeiten wir jeden Tag, um weitere solche Momente zu leben. Sind das dann auch die besondersten Momente mit RB Leipzig oder gibt es vielleicht noch auch was fernab von Titeln, irgendwie einen prägenden Moment in der Zeit hier, wo du sagst, den werde ich nie vergessen? Ja, ich glaube, der Aufstieg war so der erste Meilenstein. Dann sind weitere gefolgt mit erstem Mal Champions League Hymne. Definitiv was sehr Besonderes, mal die Hymne zu hören, wenn du auf dem Platz stehst. Aber dann am Ende des Tages sind diese Finalmomente, wenn du weißt, du hast den Titel gewonnen, schon sehr besonders. Und es gibt weitere Trophäen zu gewinnen. Mein Schrank zu Hause, da ist noch ein bisschen Platz. Von daher bin ich noch sehr motiviert und ja, habe große Ziele noch vor mir mit dem Verein und persönlich. 8 Jahre beim Club, aber 8 Jahre auch in der Stadt verbinden einen ja auch ein Stück weit. Was bedeuten dir Stadt und Fans? Ja, ich fühle mich sehr heimisch, muss man schon sagen. 8 Jahre ist jetzt eine lange Zeit. Mittlerweile viele Menschen kennengelernt, auch außerhalb des RB-Kosmos und fühle mich einfach wohl. Leute sind sehr nett. Man hat grundsätzlich immer ein positives Feedback, wenn man draußen ist und die Leute kennenlernt und Leute trifft. Deswegen ist es schön, hier zu sein und ich fühle mich sehr wohl.
Abschließend und das ist vielleicht das Schönste, weil jetzt haben wir oft den Blick zurückgeworfen, aber wir dürfen gemeinsam jetzt auch den Blick nach vorne werfen. Wenn du ja eins benennen könntest, worauf freust du dich ganz besonders in der Zukunft mit RB Leipzig? Auf jede einzelne Saison, auf tolle Spiele und vor allen Dingen auch weitere Highlights international in der Champions League und dass wir weitere Titel zusammen gewinnen werden. Damit sich dein Trophäenschrank auch zu Hause etwas füllt. Ja. Sehr gerne. Sehr gut. Vielen Dank dir, Wedi. Und schön, dass du bleibst.